Danshaus. Vollmolen Danshaus. Okay. Da steht die Vollmühlen. Und ich möchte die Tour laufen, aber er startet die nicht. Es ist zum Kotzen. So, ich kann mal Kaffee trinken. Und dann Studio. Guten Morgen Leute. Ich stehe hier an die Vollmolen in Belgien. Eine frühere Ölmühle. Ich laufe heute eine Wanderung von um die 25 Kilometer zu einer anderen Mühle. Und man hört schon einen Haufen Getöse hier. Ich weiß nicht, ob die noch in Betrieb ist, die Mühle, aber ich glaube nicht, denn hier ist ein Tanzstudio. Und hier kann man eine Tasse Kaffee trinken. Lass uns mal überraschen, was wir alles sehen hier in Belgien. Ne? Denn wir sind wieder in Belgien. Also man sieht, sie läuft tatsächlich. Sie dreht langsam, aber sie dreht. Komt u maar. Morgen. Rustig, kom. Deze kant op. Enthousiast. Ja, zeker als ze wegmaken. Ja. Unsere erste Strecke über das Wasser. Ne? Guck mal, rund um uns rum, alles Wasser. Wasser, Wasser. Das beginnt schon ein bisschen abenteuerlicher. Ne? Und es ist matschig. Umgestürzte Bäume, wie man sieht. Jede Menge. Das ist nass hier, ne? Und wir haben die nächste Brücke. Man hört die Vögel. Und da steht, nicht stören, Ruhegebiet, nicht betreten. Okay. Und da haben wir die Brücke auch wieder gehabt. Und dann gehen wir wieder um den Matsch herum. Und das ist alles Wasser hier, ne? Und die nächste Brücke. Und ich war noch vergessen zu melden, dass es heute der 20. Oktober ist, Sonntag. Es ist heute bis zu 12 bis 18 Grad Maximum. Es ist wolkig, wie ihr seht, aber es läuft hier schön. Und da hängt wieder ein gefährlicher Baum, ne? Da müssen wir schnell runter durch. Und der ist ja, wenn der auf einen fällt, dann ist man ja gewesen. Ne? Schau mal, wie die das hier gemacht haben. Das ist unglaublich. Das schon in den ersten Kilometer der Tour. Ne? Und wir müssen bei der nächsten Gabelung links ab. Und die Gabelung ist da vorne, glaube ich. Auch hier wieder Wasser links, rechts meine ich. Das habe ich da immer mit links und rechts. Ne?
Hier müssen wir nach links und da muss ich mal schauen, das ist eine schöne Drecksau hier. Ich denke hier hinten, dann irgendwo hier hinten entlang, hoffe ich, trockenes Fußes durchzukommen. Das ist richtig scheiße hier. Oh, das ist richtig scheiße hier. Das ist pure Matsch hier. Ja, es geht. Was für eine Scheiße. Oh. Leute, ihr müsst kommen wandern, wenn es 30 Grad ist im Sommer. Wenn es trocken ist. Weil das ist eine richtige Schweinerei hier. Um zu laufen. Gottes nicht, ist das eine Schweinerei hier. So. Hör das Wasser mal da hinten. Wie das plätschert. Nach einer Strecke voller Matsch bin ich wieder auf einer neuen Brücke. Das war richtig schwierig. Ich bin da richtig durch den Wald gelaufen. Weil da konnte man eigentlich nicht laufen auf dem Pfad. Ne? Das ging nicht. Aber jetzt ist wieder gut. Hier kann man wieder gut laufen. Und da geht es so zu sehen den Berg runter. Oder sehe ich das falsch? Aber hier ist etwas trockener. Nein, da ist jetzt wieder Wasser. Das ist einfach unglaublich hier. Hier kann man einfach die Kamera laufen lassen. Ne? Wusste mal jemand, dass Belgien so schön ist? Ich nicht. Unglaublich. Und ich befinde mich hier ungefähr 15 Kilometer von der niederländischen Grenze. So weit in Belgien ist das gar nicht. Und auch diese Wanderung werde ich auf Komoot teilen. Und auf meinen Patreon-Kanal teilen. Und da vorne gibt es, glaube ich, einen Biberdamm. Guck mal. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Ja, das ist ein Biberdamm. Ja, so zu sehen schon, ja. Obwohl ich weiß es nicht ganz sicher. Kann schon sein, dass es ein Biberdamm ist. Das ganze Pfad ist ausgewaschen, ne? Schau mal. Wow. Also hier ist der ganze Pfad weggespült. Da muss ich trockenes Fußes hinüber. Wie mache ich das am besten? Denk an dieser Seite. Opa. Huf. Hei, hei, hei. Huf. Huf. Huf.
Das war haarig. Es ist rutschig, ne? Hier hat man Beton gemacht. Wahrscheinlich gegen das Ausspülen. Und das ist matschig. Matschig, matschig, matschig. Puh. Und ja, Leute, die nächste Herausforderung. Und wieder überqueren wir einen Bach. Aber dieser ist einfacher als der vorherige. Matschig, matschig, matschig. Auch hier wieder. Das ist eine Sauerei. Hier auch, was man hier sieht. Das muss man irgendwo herum. Muss ich mal schauen. Wenn ich eine Strategie hinlege. Also hier an der Seite. Durch das Gestrüpp. So. Hi. Das waren Dornen. Schau dir das mal an hier. Das ist ja unglaublich. Wo komme ich da entlang? Dieser Seite, glaube ich. Da ist auch Dornengestrüpp, aber ich muss da entlang. Geht ja. Man sieht schon, das ist eine Herausforderung. Und wir haben jetzt gelaufen 1,45 Kilometer erst. Ja, das ist ja nicht verwunderlich, ne? Aber ich sehe da Ende am Licht der Tunnel. Nach 1,83 Kilometer bin ich raus aus der Pampe und laufe in ein Dorf hinein. Das ist, glaube ich, Neer-Utteren hier, wenn ich das gut erkenne. Ja, das ist Neer-Utteren. Also glaube ich, dass das Neer-Utteren ist. Jetzt bin ich mir doch nicht sicher. Nein, das ist nicht Neer-Utteren. Wir sind 5 Kilometer weg von Neer-Utteren. Jacob Panhuizen op Oetersteinveld. 1582, also der liegt schon ein paar Jahre hier. Dann soll das hier Oputteren sein. Das kann sein, dass das Oputteren ist. Das hier ist hier Oputteren, Leute. Das ist die Dorper Molenstraat. Das bedeutet, hier unten ist eine Mühle. Leck mich am Arsch, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wir gehen mal eben runter. Das ist die zweite Mühle, die wir heute sehen. Die war gar nicht geplant. Die Straße hat es verraten, ne? Das ist ja der Hammer. Auch eine Wassermühle. Das sind alles Wassermühlen, ne? Dorper Mühle. Steht leider nichts über, wann die gebaut ist oder wie oder was, das steht da nicht. Zu die Tür, okay. Dann werden wir mal andere Seite rumgehen. Ist das mal eine positive Überraschung. Die hat Komoot gar nicht angezeigt, diese Mühle. Aber ich habe sie gefunden. Schau mal. Morgen. So Leute,
Wir sind wieder aus Obodern raus, wie ihr seht. Und hier ist auch wieder jede Menge Wasser. Ne? Schau dir das mal an. Neben die Straße. Also bisher haben wir gelaufen 3,38 Kilometer. Und wir haben schon jede Menge gesehen. Ne? Jede Menge. Belgien ist doch schon ein schönes Land. Hier müssen wir nach links, aber rechts das gleich, da sehe ich Autos. Das, glaube ich, kommt man bei einem Bewohner. Okay, ich werde einfach weiterlaufen. Doch, es ist eine Straße. Und wir verschwinden wieder im Wald. Und das ist der 20. Oktober, also ist das schön gespenstig im Wald, ne? Und ich höre wieder Wasser. Ja, guck mal an der Seite. Das hört einfach nicht auf hier in Belgien. Möchten Sie mal eine Hütte im Busch haben? Hier stehen sie zu kaufen. Unglaublich. Die Hütte kann man kaufen, ne? Und daneben steht noch einer. Die ist nicht zu kaufen. Schau dir das mal an. Wow. Pferdenkarossen, Leute. Die Wanderung ist voll Überraschungen. Und ich laufe wieder weiter um das Wasser rum. Guck mal, was Tümpel hier stehen. Das sollte eigentlich eine Straße sein. Was ist das hier? Guck mal, wir gehen runter. Das war raum, jetzt gehen wir runter. Und dann geht's wieder hoch. Flaches Gelände in Belgien, weit gefehlt. Jetzt im Boden geht es wieder ein bisschen hoch und wieder ein bisschen runter. Ja Leute, 5,06 Kilometer sind weg. Und Belgien ist tatsächlich ein schönes Land. Aber wir gehen hier mal wieder richtig den Berg runter.
auch ein Land, das eine dunkle Seite hat. Und das sind die Illuminati. Denn Belgien ist ja das Zentrum weltweit von der Illuminati. Hier werden auch die meisten Kinder satanisch rituell ermordet. Zum Beispiel in Château Amerois in Südbelgien. The Mothers of Dark Castle. Und schaut euch das Video mal an auf BitChute. Da kommt ihr mehr zu wissen darüber. Und jeder, der es nicht wissen wollt oder nicht sehen will, der ist mitverantwortlich und ist Mittäter. Denn diese Praktiken müssen beendet werden. Und all die sogenannten Staaten, es gibt keine Staaten, das sind alles Firmen. Das ist alles ein großer Schwindel, ihr werdet einfach bescheißt. Auch Niederland NV, Belgien BVBA, Deutschland GmbH und so weiter und so fort. Es ist alles ein großer Schwindel. Und allen sind die da drin involviert. In den ganzen Kinderhandel, Kindermisshandlung und satanisch rituellen Kindermorden. Also schaut euch den Scheiß mal an. Auf BitChute, denn auf YouTube kann ich das nicht hochladen. Dann bin ich meinen Kanal los. Dann in den Guidelines für YouTube steht ja, die Wahrheit ist verboten. Hier vorne sollte es ein Wasser geben, sehe ich hier auf Komoot, aber ich sehe das Wasser nicht. Da sind Häuser davor. Ich denke, das ist eine Camping. Und das Wasser ist wohl auf dem Campinggelände. Also ich werde hier nach rechts gehen. Und ich muss eigentlich umdrehen, aber das mache ich nicht. Ich gehe nach rechts. Und wenn ich Wasser sehe, werde ich die Kamera wieder anmachen. Und das hier sieht aus wie eine Camping. Ja. Okay. Ich werde hier weiterlaufen auf die Karte. Und werde mich wieder melden. Ein Doppelgespann. Morgen. Ich rieche Pferden, Leute. Pferden. Und die stehen hier auf der Koppel. Man sieht sie da. Die sind am Fressen da, die haben Heu. Und viel Matsch, ne? Es ist alles und überall Matsch. Auch hier muss ich wieder um einen Tümpel herumlaufen. Das sind ja Schwimmbäder, ne? Wir sind wieder zurück mit den Touren mit Schwimmbädern. Dann da kommt das nächste Schwimmbad. Ah. Da muss ich irgendwie rum. Aber ich glaube, rechts geht das. Ja, weiß ich nicht. Links geht es. Ja, muss links.
Sehr dunkel drin. ,8 Kilometer und es gibt Rinder. Die hatten wir noch nicht. Wir hatten Pferden, die haben wir schon genug gesehen. Und heute auch mal Rinder. Und wir laufen noch immer außerhalb bewohntes Gebiet. Ne? Die Sonne scheint mal eben. Es ist wolkig. Richtiges schönes Herbstwetter. Ja Leute, ich versuche die Kamera mal still zu halten. 13,2 Kilometer gelaufen, 11,5 noch zu gehen, sagt er. Also wir sind über die Hälfte der Strecke. Und ich habe mal eine Bank genommen, mal eben eine kleine Pause, ne? Was trinken, einen Apfel essen. Und ja, das bedeutet, Rückzug ist nicht mehr möglich, nur noch die Flucht nach vorne. Ne? Und es weht gut heute und die Blätter, die fallen. Wie Sie sehen, ist das eine sehr grüne Wanderung. Ich habe sehr viele Bäume gesehen, Tausende. Zwei Mühlen bisher, ne? Das ist auch, wow, da wurde geschossen, glaube ich. Wir sind ja in Belgien, ne? Das ist alles möglich. Also noch 11,5 sagt er. Das wären ungefähr 23 Kilometer heute. Also ich mache meine Pause weiter und dann gehe ich einfach wieder weiter. Zwischen den Bäumen, ne? Wann der erste Ort kommt, ich habe keine Ahnung, aber bisher ist alles grün. Aber sehr schöne Wanderung, kann ich anbefehlen. Nur es gibt sehr viel Matsch, muss überall rum. Ne? Und auf einer Stelle, da musste ich mich entlang einen Bauzaun angeln. Das konnte ich nicht aufnehmen, das ging nicht, weil ich musste mich ja festhalten, sonst war ich am Wasser gefallen. Das war schon sehr haarig da. Aber weiter geht es gut. Ne? Hui. Hallo. Ja, das war mal, das Pferdchen machte da mal eben einen Seitensprung, ne? Das war Wasser, das war Wasserschau. ,17 Kilometer gelaufen, noch 7,73. Also brauchen noch 2 Stunden, sagt Komoot, für die restlichen Kilometer. Ich laufe so um die 4 Stunden pro Stunde, ja.
Weil ich laufe jetzt auf Asphalt, geht etwas schneller als in die Waldstraßen. Aber ich möchte doch schon vor Dunkeln doch beim Auto sein und das wird zwischen 4 und halb 5 sein. Das wird so, ja, es wird noch hinhauen, denke ich. Also viele Fahrradfahrer, so man sieht, hier in Belgien. Es ist nicht immer grün um mich herum. Ich habe schon tausende und abertausende Bäume gesehen. Zivilisation kaum. Also jemand, der gerne durch den Wald wandert, der ist hier gut bedient. Jemand, der gerne Matsch sieht, auch. Und der gerne Schwimmbäder sieht, auch. Also nimm deine Badehose mit. Und dann laufe ich einfach weiter. Und dann melde ich mal wieder. ...20,1 Kilometer voll. Noch 3-4 Kilometer bis zum Auto. Und da muss noch eine Mühle kommen, wenn es gut ist. Und wie Sie sehen, schrubbe ich noch immer durch den Wald. Ne? Noch immer. Bin noch immer nicht raus aus dem Wald. Also viele Aufnahmen wird es heute nicht geben, ne? Weil, was soll man da machen? Immer das gleiche filmen, das mögen die Leute auch nicht. Also, aber ich denke, nur noch wenige Kilometer, dann sind wir raus aus dem Wald. Dann kommen wir wieder in die Zivilisation. Und manchmal denke ich, dass es regnet, aber das ist wie die Blätter nach runterrieseln. Ne? Das klingt wie Regen. Da laufen noch ein paar Wanderer. Schön. Die ganze Strecke laufe ich alleine, dann gibt es mal ein paar Pferdchen, dann gibt es mal ein paar Wanderer oder Fahrradfahrer. Ja. Und so laufe ich einfach weiter. Ne? Hallo. Das ist mal geil, ne? Ein Lost Place, Leute. Ein Lost Place. In Belgien. Also das ist auch mal eine... Geht's ganz oben, die Treppe ist weg. Ich weiß nicht, was das mal gewesen ist früher hier. Hallo. Hallo. Das ist auch ein Keller. Und die sind Kinder, ne? Das ist geil.
Wir nähern uns die letzte Mühle. Die kann nicht weit mehr sein. Dann hier beginnt das Wasser schon. Also hier soll irgendwo die dritte Mühle liegen, aber wir kommen da nicht ran. Man sieht da, das ist alles geschlossen. Und sie wusste auch nicht, hat eine Anwohnerin gefragt und die wusste nicht, ob die auch noch funktionierte. Und die sollte hier gelegen haben irgendwo. Naja, kann ich nichts machen, ne? Und guck mal, die Lama. Wie geil ist das dann? Und tatsächlich, da hinten ist sie. Da sieht man die Mühle. Da kommt ihr gar nicht mehr ran. Die gibt's noch. Nach 24,5 Kilometer bin ich auf dem Rückweg zum Auto. Es war eine sehr gute Wanderung. 3 Mühlen gesehen. Jetzt konnte ich nicht ran. Und natürlich ein Lost Place. Was kann man mehr erwarten von einer Wanderung? Hallo. Auch in Belgien sind die Leute sehr freundlich. Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen. Absolut super. Ja, 24,5 Kilometer. Bis zum Auto wahrscheinlich 25. Ich muss ungefähr einen halben Kilometer bis zum Auto. Und dann ist diese Wanderung auch wieder Geschichte. Und das war eine verdammt schöne Wanderung. Viel Wald, sehr viel Wald. Die größte Zeit haben wir durch den Wald gelaufen. Und dann 3 Mühlen, ein Lost Place. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Schreiben einen Kommentar, was ihr davon fand. Und gebt einen, habe ich schon gesagt, Daumen hoch. Ne? Abonniere den Kanal. Das gilt für BitChute und auch für YouTube. Beide Kanäle. Samstag wird hochgeladen auf BitChute, montags auf YouTube. So funktioniert das einfach. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin richtig fertig. Ciao, ciao, Ihr Theo.